Oh, ja, damit hätten wir auf jeden Fall mal die alte Frage beantwortet. Ja, Zocki kann tatsächlich lesen. Und nicht nur das, Zocki kann sogar schreiben. Und obwohl ihr mich wahrscheinlich in erster Linie dadurch kennt, dass ich hier auf YouTube relativ laut irgendwelche Reviews in Richtung der Kamera werfe, war ich doch tatsächlich für etliche Jahre eher an der Tastatur tätig. Genauer gesagt, um die Jahrtausendwende habe ich im zarten Alter von 12 Jahren damit begonnen, für die Seite spieletipps.de Komplettlösungen und später Spiele-Reviews zu schreiben, aber dann so um die Jahre 2004, 2005 herum fing ich dann bei schnittberichte.com bzw. dvdforum.at an, um eben für diese Seiten Schnittberichte bzw. Reviews zu verfassen. Was ich in meiner Jugendzeit allerdings auch sehr gerne gemacht habe, war Spielemagazine lesen. Die ganze Zeit einfach durchblättern, sehen, welche neuen Titel erscheinen, Reviews lesen, Komplettlösungen vor mir haben und das Ganze natürlich in einer physischen Form. Denn, wie alle wissen, Zocki ist ein Fan des physischen Mediums und das ist meiner Meinung nach einfach etwas Zeitloses. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich ertappe mich immer wieder damit und ich gebe zu, ich habe tatsächlich sogar meine alten Spielemagazine nicht entsorgt, sondern im Keller in irgendwelchen Kisten gelagert, dass ich mich dabei ertappe, einfach einmal eine der Kisten zu öffnen, ein bisschen durchzublättern und zu stöbern. Was war damals eigentlich neu bzw. geil? Und das ist irgendwie etwas, vor allem wenn man über die gute alte Zeit spricht, das man irgendwie im Internet nicht machen kann. Natürlich verbringe ich momentan den Großteil meiner Freizeit im Internet, recherchiere für irgendwelche Reviews und nütze die Möglichkeit des Internets, dass man sehr schnell und eigentlich sehr unkompliziert an Informationen kommt. Weiß aber, dass, obwohl wir immer wieder gerne sagen, die gute alte Zeit und früher war alles besser, gerade im Filmsektor sehr wohl nicht alles besser war früher. Ich erinnere nur an die gute alte Zeit, als die Filme nur auf VHS erschienen sind, teilweise indiziert wurden und man aber trotzdem kaum wissen konnte, ob man jetzt auf seiner deutschen Videokassette den kompletten Film zu Gesicht bekommt oder sogar nur eine geschnittene Fassung. Und da Bühne frei für Andreas Bethmann. Genauer gesagt, im August 1993 erschien dann die erste Ausgabe des Magazins Art of Horror. In dieser hat Bethmann in erster Linie Schnittberichte und Schnittinformationen geliefert zu Titeln wie beispielsweise Reanimator, Suspiria, The Mutilator, Das Haus an der Friedhofmauer und natürlich viele mehr. Im zweiten Quartal 1997 wurde das Art of Horror Magazin dann in X-Rated, The Art of Horror, umbenannt und es gab neben Schnittberichten, Schnittinformationen und so weiter auch andere Themen, zum Beispiel Gesichter des Todes, From Dusk Till Dawn, Hellraiser 4. Es kamen also immer mehr Filmvorstellungen bzw. Specials zum Thema Film dazu. Ab der 6. X-Rated-Ausgabe im dritten Quartal 1998 entfiel dann der Untertitel The Art of Horror und X-Rated hieß einfach nur mehr, well, X-Rated. Von der Ausgabe 1 bis 31 arbeitete Andreas Bethmann auch noch persönlich als Chefredakteur für die X-Rated. Ab der Ausgabe 32 war dann Matthias Bogner der Chefredakteur und blieb das bis zum Ende des Magazins im Jahr 2020. Nachdem natürlich freie Mitarbeiter bei Magazinen immer wieder wechseln und über die Jahre viele Leute ihren Beitrag zum Magazin geleistet haben, gab es aber natürlich immer wieder einige feste Bestandteile. Beispielsweise Christoph Kellerbach, der seit 2011 dabei war, Kevin Zindler seit 2015, Tom Graupner seit 2012, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Interessant finde ich natürlich, dass sich das X-Rated Magazin in erster Linie mit der abseitigen Filmkunst beschäftigt hat und mit Schnittberichten bzw. gerade Specials zu schnittwürdigen Filmen genau das geliefert hat, was die deutsche Filmzensur uns eigentlich vorenthalten wollte. Hat es sogar zwei bzw. mehrere Ausgaben des X-Rated Magazins erwischt und die standen dann ebenfalls auf dem Index für jugendgefährdende Medien, wie beispielsweise die Ausgaben 55 und 77, um auch da zwei Beispiele zu nennen. Interessanterweise hatte die 50. Ausgabe des X-Rated Magazins den doppelten Seitenumfang, etwas, was die Fans des Magazins dann auch in Zukunft beibehalten sehen wollten, was allerdings vom Verlag
abgelehnt wurde. Übrigens etwas anderes, das vom Verlag mittlerweile abgelehnt wurde, ist das X-Rated-Magazin. Trotz eigentlich gleichbleibender Verkaufszahlen und einem immer noch relativ großen Pool an Fans wurde das Magazin im Jahr 2020 eingestellt, was natürlich das Kernteam, die Redaktion des Magazins, vor eine harte Probe gestellt hat. Nimmt man das Ganze einfach hin, erklärt man das Kapitel X-Rated für beendet oder macht man doch etwas Neues draus und nützt die Chance, um vielleicht ein neues Magazin zu gründen. Und ich glaube, jeder weiß, wofür man sich letztendlich entschieden hat. Und deswegen freue ich mich darauf, heute zum allerersten Mal hier auf Playzockers Magazin-Check die erste Ausgabe des neuen Art of Horror Magazins vorzustellen und vielleicht auch im Zuge dessen die Frage zu beantworten, braucht man im Jahr 2020 eigentlich noch physische Magazine oder sind die durch das Internet einfach momentan schon komplett überholt und einfach nicht mehr zeitgemäß? Und ich glaube, jeder, der weiß, dass ich Fan von physischen Medien bin, kann sich die Antwort auf diese Frage schon einmal denken, aber trotzdem freue ich mich erst einmal drauf, die im Mai 2020 erschienene erste Ausgabe des neuen Art of Horror Magazins in der heutigen ersten Ausgabe von Playzockers Magazin Check näher vorzustellen. In den letzten Tagen hatte ich diese erste Ausgabe des Art of Horror Magazins wirklich oft in der Hand. Trotzdem gibt's an diesem Cover einen Punkt, der mich jedes einzelne Mal davon aus dem Konzept bringt. Und das ist die Tatsache, dass Ewan McGregor auf diesem Bild aus Dr. Sleeps Erwachen doch wirklich 1:1 aussieht wie der österreichische Kabarettist, Satiriker und Schauspieler Robert Palfrader. Abgesehen davon finde ich das Design vom Art of Horror Magazin aber wirklich gelungen. Ich mag das neue Logo, ich mag den sehr aufgeräumten Coverlook und die Tatsache, dass, obwohl es sich um ein Magazin handelt, hier die Titelseite nicht von einer Textlawine bedeckt ist und man vom eigentlichen Coverbild kaum mehr etwas erkennen kann. Wir bekommen aber sehr wohl die Informationen rund um die enthaltenen Specials bzw. die vorgestellten Filme. Sehr gut gefällt mir die Idee, dass wir hier am unteren Rahmen die Filmvorstellungen so mit Filmcells und einem Filmstreifen bekommen. Das ist eine absolut coole Idee, die mir persönlich sehr gut gefällt. Außerdem ist das Ganze hier noch sehr schön durchnummeriert, was für mich natürlich als Fan von einheitlichen Gestaltungen und Reihen definitiv ebenfalls ein wichtiger Punkt ist. Schauen wir jetzt einmal ins Magazin hinein. Da bekommen wir gleich einmal auf der ersten Seite persönliche Grüße von Chefredakteur Matthias Bogner. Auf der rechten Seite dann die komplette Inhaltsangabe des Magazins und wir werden gleich einmal von zwei wirklich cool gezeichneten Zombies begrüßt, was für mich ebenfalls eine recht coole Sache ist, genauso wie die Information, dass wir bereits Ende Juli mit der zweiten Ausgabe des Magazins rechnen dürfen. Blättern wir jetzt einmal durch und wir bekommen dann gleich mal auf der nächsten Seite ein paar News und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir denke, gut, News sind natürlich in der Zeit des Internets Tages- oder teilweise sogar Minuten aktuell und demnach vielleicht in einem mehrmals im Jahr erscheinenden Magazin nicht ganz zeitgemäß, aber trotzdem finde ich es eigentlich interessant, weil obwohl ich sehr viel Zeit im Internet verbringe, vereinzelte Details, die hier genannt wurden, wusste ich noch nicht. Außerdem ist es vielleicht, wenn man nach einigen Jahren wieder einmal durch das Magazin blättert, eine recht coole Sache, dass man da auch einmal den damaligen Wissensstand noch einmal erforschen kann. Cool finde ich irgendwie auch die Gestaltung von dieser Leserbriefseite und wir können dann weiterblättern und uns einmal die ersten Berichte anschauen. Da gibt es beispielsweise etwas zu Dr. Sleeps Erwachen, einen kurzen Bericht zu Laurin und das ist gleich einmal etwas, das ich beim Durchblättern durch das Magazin allgemein erwähnen möchte. Ich finde es sehr cool, dass es eigentlich bei den meisten der im Magazin vorgestellten Filme nicht bei einfachen kurzen Filmkritiken der Redakteure bleibt, sondern dass eben auch wirklich Interviews mit Cast und Crew von den Filmen geführt wurde, sodass man hier tatsächlich meiner Meinung nach einen Content bekommt, der in dieser aufgeräumten und so präsentierten Form definitiv einem einfachen Online-Review weit überlegen ist. Cool finde ich auch das Pandemie-Special, das natürlich aktueller nicht sein könnte. Wir
blicken dann bereits auf den ersten Seiten meiner Meinung nach durch eine wirklich coole Gestaltung. Wir bekommen bei diesem Magazin einen sehr, sehr schön aufgeräumten Look. Das Ganze macht einen sehr coolen Eindruck, wie hier die Bilder bzw. die Texte präsentiert werden. Ich finde, dass das Verhältnis zwischen Bild und Text absolut hervorragend gewählt wurde. Die Bilder und die Texte sind sich außerdem nicht gegenseitig im Weg und es wurde so ziemlich jeder einzelne Zentimeter des Magazins genützt. Und ganz ehrlich, wer glaubt, dass diese Ecke hier zum Beispiel bei der Seite für der Unsichtbare eigentlich ungenützt ist, nein, da ist tatsächlich ein Unsichtbarer zu sehen. Beziehungsweise, wenn man genau hinschaut, sieht man das durchscheinende Auge. Ebenfalls cool finde ich zum Beispiel, dass man sich mit einem Nachruf mit Dieter Laser beschäftigt hat, dass man dann außerdem einige Filme ausgegraben hat, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Mutant River, der ebenfalls relativ cool und interessant aussieht, beziehungsweise dass es selbstverständlich einen Bericht über den neuen Die Farbe aus dem All gibt, beziehungsweise andere Filme eben vorgestellt werden, die recht cool wirken. Sehr gelungen finde ich ehrlich gesagt auch das kurze Special von Christoph Kellerbach zum Thema Freitag der 13. Jeder weiß, dass ich nicht der größte Fan von diesem Franchise bin, aber da hat Kellerbach wieder mal auf diesen 4 Seiten einige Informationen zusammengetragen und es wieder mal geschafft, dass der Text sehr schön flüssig und sehr schön lesbar ist. Cool finde ich eben auch, dass man sich auf einer der nächsten Seiten dann mit einem wirklich großartigen Regisseur, der leider ebenfalls vor kurzem verstorben ist, mit Stuart Gordon beschäftigt hat und außerdem dann zu dem Filmfinale auch noch ein Interview mit der Hauptdarstellerin Anne Bergfeld geführt hat. Ein Film übrigens, den wir hier auf meinem Kanal in der nächsten Zeit ebenfalls noch vorgestellt bekommen. Sehr interessant, wenn ich auch die Erwähnung von Corona-Zombies, obwohl ich ehrlich gesagt bei physischen Medien eigentlich mehr der Meinung bin, man sollte das Streaming und die digitale Welt in der digitalen Welt lassen und hier tatsächlich verstärkt auf physische und analoge Medien eingehen, die ja eben auch das sind, was Filmsammler in ihren Regalen wirklich haben wollen. Cool finde ich auch die Erwähnung von Killer Sofa, ein Film, der definitiv ganz weit oben auf meiner persönlichen Wunschliste ist und dass man hier dann ganz zum Schluss noch, hey, ihr habt mir das Wort Quickies gefladert, das ist wirklich völlig okay. Wir bekommen dann gegen Ende noch einige kurze Filmvorstellungen von aktuellen Veröffentlichungen und was mir persönlich sehr gut gefällt, sind die 2 Kolumnen, die man dann am Ende von dem Magazin noch bekommt, nämlich Jörgs Videoecke, wo es sich in erster Linie um Vorstellungen von Filmen handelt, die es nur auf Video gibt, beziehungsweise dann zum Schluss noch Toms Underground-Kolumne, wo ich schon sehr gespannt bin, welche Underground-Titel da in der nächsten Zeit ausgegraben werden. Last but not least, auf der letzten Seite etwas Werbung für Death Wish, ein Filmbuch sieht rot, das eben auch von Redakteuren des X-Rated-Magazins geschrieben wurde, das ich ebenfalls in Kürze hier auf dem Kanal vorstellen möchte, wo ich nämlich auch mitarbeiten durfte und das Vorwort zu dem Buch geschrieben habe. Und auch dann auf der letzten Seite dann noch etwas Werbung für das kommende Italo-Western-Lexikon mit allen Videocovern zu den in Deutschland veröffentlichten Italo-Western, was definitiv eine coole Sache ist. Und ich denke mir, Italo-Western wird etwas sein, wo wir uns dann hier auf dem Kanal vor allem im Format Playzocker vs. Italophiler beschäftigen werden. Aber das ist ja jetzt auch noch Zukunftsmusik. Für mich ist eines absolut klar. Natürlich werde ich auch in Zukunft viel Zeit im Internet verbringen und meine Recherche zu gezielten Fragen für Reviews und ähnliche Dinge online erledigen. Aber trotzdem finde ich es absolut genial, dass Horror-Fanzines bzw. Magazine rund um das Thema Film auch im Jahr 2020 noch Bestand haben. Denn genauso gerne, wie man sich einfach vor den Computer setzt und sich von irgendwelchen Videos auf YouTube berieseln lässt, ist es für mich einfach ein tolles Gefühl, einen Blick in ein altes Magazin zu werfen und einfach einmal eine kleine Zeitreise zu unternehmen. Und da finde ich die Fortführung des X-Rated/Art of Horror Magazins eine absolut geniale Idee. Meiner Meinung nach ist das Magazin auch absolut toll gelungen, sieht großartig aus, hat einen tollen Umfang und ist da meiner Meinung nach auch recht schön preisgünstig zu bekommen.
Apropos zu bekommen. Deutsche Kunden bekommen das Magazin in erster Linie über den Shop von Subversiv Media. Wer das Magazin in Österreich bestellen möchte, der kann das unter anderem bei Beyond Media machen. Den Preis von 4,40 € finde ich für den Umfang des Magazins absolut fair und gerechtfertigt. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, wie die welche Qualität auch der Druck und die Bilder haben. Ihr habt es wahrscheinlich auch beim Durchblättern vom Magazin schon gesehen. Die Seiten sind dick, sind stark. Das Magazin hat eine hochwertige Haptik und Optik. Und deswegen bleibt mir am Ende nicht mehr zu sagen, als wer sich für Horrormagazine interessiert, der bekommt definitiv mit The Art of Horror ein cooles neues Magazin ins Haus. Oder, um es inoffiziell mit den Worten der Redaktion zu sagen, uns gehört die Zukunft. Stoppt uns, wenn ihr könnt. Aber warum sollte man das wollen? Hä? Ist er immer noch hier? Ach so, ja, ihr wollt ja noch etwas von mir. Genauer gesagt wollt auch ihr die erste Ausgabe vom Art of Horror Magazin und da kann ich euch tatsächlich helfen. Das Team hat mir nämlich nicht nur mein Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt, sondern auch noch ein extra Exemplar des Magazins, das ich hier auf YouTube verlosen darf. Und jetzt stellt sich für euch die Frage, was muss ich eigentlich tun, um eines dieser Magazine zu bekommen? Die Antwort ist ganz einfach. Du sollst einfach in die Kommentare von diesem Review schreiben, warum du dieses Magazin gerne haben möchtest. Zeit hast du dafür bis Freitag am Abend. Am Sonntag beim nächsten Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Du hast dann ein paar Tage, dich bei mir per E-Mail zu melden, um mir deine Adresse zukommen zu lassen für das Magazin und ich wünsche auf jeden Fall allen viel Erfolg beim Gewinnspiel und natürlich auch viel Spaß mit dem Magazin.